Manchmal braucht man keinen Grund zum Töten. Zumindest kann er auch frei erfunden sein. Kriminelle, die sich ihre Opfer nur zum Spaß oder aus Lust am Töten suchen, sind selten, aber sie bleiben wegen der Brutalität und Blutrünstigkeit ihrer Gräueltaten in guter Erinnerung. Im Bundesstaat Missouri, USA, gibt es eine Stadt namens St. Joseph. Es ist eine kleine Stadt mit vielen Parks, Museen und anderen Attraktionen. Es gibt eine große Anzahl von Joggingpfaden und Plätzen zum Spazierengehen. In einem der Parks namens Hook ging am Sonntag, dem 16. Oktober 2016, ein Mann joggen. Dieses Training unterschied sich jedoch auffallend von den anderen. In der Nähe des Endes des Weges, außer Sichtweite, bemerkte der Mann etwas Verdächtiges auf dem Weg. Er nahm an, dass es sich um eine Schaufensterpuppe handelte, denn er erinnerte sich daran, dass am Tag zuvor Halloween gewesen war, und ein solches Objekt auf dem nächtlichen Weg schien nicht ungewöhnlich zu sein. Der Feiertag rückte näher, und so lief der Sportler in aller Ruhe weiter. Als er sich dem Objekt näherte, bemerkte er Blut an der Attrappe. Es wäre jedoch nicht schwer gewesen, es zu übermalen. Zunächst rannte der Mann einfach weiter, aber etwas alarmierte ihn und ließ ihn zurückkommen. Die Schaufensterpuppe sah dem Körper eines echten Menschen verdächtig ähnlich. Im Brustbereich befand sich ein Loch, der ganze Körper war blutüberströmt. Es war die Leiche einer jungen Frau. Eventuell war sie noch minderjährig. Sie lag ohne Kleidung in einer Blutlache auf dem Bürgersteig. Der entsetzte Zeuge wählte den Notruf. Selbst als er mit dem Disponenten Kontakt aufnahm, war er sich nicht sicher, dass es sich nicht um eine Schaufensterpuppe handelte. Der Vorfall ereignete sich Mitte Oktober, 2 Wochen vor Halloween, wo man auf alle möglichen seltsamen Dinge stoßen kann. Vielleicht war es ein Halloween-Streich oder eine Dekoration für den Feiertag. Als die Polizei am Tatort eintraf, um nachzusehen, bestätigten sich die schlimmsten Befürchtungen des Zeugen. Es handelte sich tatsächlich um die Leiche eines Mädchens. Der Täter hatte sich nicht einmal die Mühe gemacht, die Spuren seiner Untat zu verwischen. Nur 1 Meter von der Leiche entfernt wurden Kleidungsstücke gefunden, die sich als sauber abgeschnitten herausstellten. Außerdem waren die falschen Nägel des Mädchens um die Leiche herum verstreut. Dies deutet darauf hin, dass sie sich verzweifelt gewehrt hatte und bei dem Kampf alle Nägel beschädigt worden waren. Bei der Untersuchung des Tatortes konnten die Gerichtsmediziner keine Ausweispapiere finden. Das Mädchen hatte keine persönlichen Gegenstände, Kommunikationsmittel und die Tatwaffe bei sich, um erste Schlussfolgerungen zu ziehen. Als erstes musste festgestellt werden, wer das Opfer des brutalen Massakers war. Das Einzige, was der Polizei helfen konnte, war ein T-Shirt, auf dem stand, dass sie Schülerin der Central High School, Jahrgang 2017, war. Man nahm an, dass es sich um eine Oberstufenschülerin handelte, die sich darauf vorbereitete, im nächsten Jahr ihren Abschluss zu machen. Die Fingerabdrücke des Opfers wurden gesammelt, aber in der nationalen Datenbank wurden keine Übereinstimmungen gefunden, was angesichts des ungefähren Alters des Mädchens nicht überraschend war. Es ist unwahrscheinlich, dass sie die Straftaten begangen hat. Die Behörden sahen sich gezwungen, den Park für die nächsten 24 Stunden für die Öffentlichkeit zu sperren, um das Gebiet weiter zu durchsuchen und das Opfer zu identifizieren. Es wurde eine größere Operation eingeleitet, an der viele weitere Polizeibeamte beteiligt waren. Diese hatte Erfolg. Die zerbrochenen Teile des Mobiltelefons wurden relativ schnell gefunden. Es war zerbrochen und in mehrere Teile zerlegt worden, die in der Gegend verstreut waren. In den nächsten Tagen konnte das Kommunikationsgerät wieder zusammengesetzt und vollständig wiederhergestellt werden. In der Zwischenzeit führte der Gerichtsmediziner eine Autopsie an der Leiche durch. Diese ergab, dass das Mädchen vor seinem Tod brutal gefoltert worden war. Ihre Kehle war 2-mal aufgeschlitzt worden, aber das war nicht einmal die Ursache ihres Todes. Sie erhielt mehrere Stichwunden mit einem messerähnlichen Gegenstand, von denen eine ihre Leber durchbohrte und tödliche Blutungen verursachte. Ohne Notfallbehandlung hätte aber auch eine durchgeschnittene Kehle den Tod der Gymnasiastin bedeuten können. Es gab Anzeichen für eine längere Strangulation in ihrem Gesicht, aber es ist schwer zu sagen, womit genau, da ihre Kehle durchgeschnitten wurde. Der Gerichtsmediziner vermutet, dass es sich um eine Art langes Stück Stoff handelte. Parallel dazu besuchten mehrere Beamte die Schule, die auf dem T-Shirt des Mädchens angegeben war, um die vermisste Highschool-Schülerin zu identifizieren. In der Schule sprachen die Beamten mit dem Direktor und den Lehrern und bekamen Fotos des nicht identifizierten Opfers gezeigt. Das Mädchen wurde erkannt. Der Name des Opfers war Caitlin Root. Sie war hier eine Zeit lang Schülerin
und wurde dann zu Hause unterrichtet. Caitlin Root wurde am 11. November 1998 in einer großen Familie geboren. Das Mädchen hatte 5 Schwestern und 5 Brüder. Sie war sehr positiv, künstlerisch veranlagt und lustig und liebte es zu singen, zu tanzen und in der Natur zu sein. Ihr letztes Hobby war die Pokémon-Jagd im Park, die damals sehr beliebt war. Allerdings nicht in dem Park, in dem die Leiche gefunden wurde. Normalerweise ging sie im Gite-Park spazieren. Dort war alles vertraut, gemütlich und sicher für sie. Es war unklar, was sie in den Hook-Park zog, der in einem anderen, unbekannten Teil der Stadt lag. Auch dort war es schön und ruhig. Es war ein beliebter Ort für viele Läufer gewesen, bis diese Tragödie geschah. Allerdings gab es auch einige abgelegene und düstere Orte, an die sich die Einheimischen nur selten wagten. Und genau dort wurde ihre Leiche gefunden. In der Schule hatte sie mehrere enge Freunde. Für sie war der Verlust von Caitlin ein echter Schock, sodass die Teenager bereitwillig an den Ermittlungen mitarbeiteten. Als die Familie Root erfuhr, dass die Leiche ihrer vermissten Tochter gefunden worden war, waren alle untröstlich. Nun wollten sie unbedingt herausfinden, wer das Opfer, das 3 Wochen vor seinem 18. Geburtstag stand, so brutal ermordet hatte. Obwohl Caitlin ein enges Verhältnis zur gesamten Familie hatte, lebte sie zum Zeitpunkt des Vorfalls nicht mehr bei ihnen. Sie war erwachsen geworden und wollte mehr Unabhängigkeit und Freiheit, weshalb sie vorübergehend zu ihrer Freundin Crystal zog, die bei ihrer Großmutter Sheila lebte. In der Nähe befand sich das Haus von Crystals Mutter Tabitha. Sie musste in ständigem Kontakt mit dem Mädchen sein und hätte etwas Verdächtiges bemerken können. Die Polizeibeamten gingen zu diesem Haus, um mit allen Bewohnern zu sprechen. Die Familie, bei der Caitlin in dieser Zeit wohnte, bemerkte ihr Verschwinden und verständigte die Polizei. Das Opfer konnte jedoch nicht sofort mit diesen Personen in Verbindung gebracht werden, als sie identifiziert wurden. Die Polizeibeamten sprachen mit Crystals Familie und erhielten schließlich ihre erste wertvolle Spur. Nach Angaben ihrer Mutter Tabitha hatte Caitlin nur wenige Tage vor der Tat einen Online-Streit mit ihrem Freund Mike. Sie wollte eigentlich mit ihm Schluss machen, aber die Situation geriet außer Kontrolle. Es kam zu einem heftigen Streit. Die Frau berichtete, dass das letzte Treffen mit diesem Freund in einer Schlägerei endete, nach der Caitlin einen Bluterguss davontrug. Dieser blaue Fleck wurde auch bei der Autopsie festgestellt. Damit hatte die Polizei ihren ersten Verdächtigen, mit dem sie sprechen konnte. Es war nicht möglich, sofort zu ihm vorzudringen, aber mehrere Freunde des jungen Mannes meldeten sich. Sie alle glaubten nicht, dass Mike Caitlin schlagen könnte, da er nicht zu Aggression und Gewalt neigte. Früher war ihm so etwas nicht aufgefallen. Trotzdem wollte die Polizei mit ihm persönlich sprechen. Nach und nach fanden sie Zeugen, die das Auto des jungen Mannes gesehen hatten. Das Auto wurde angeblich am späten Abend in der Nähe des Hook Park geparkt, was den Verdacht gegen ihn erhärtete. Schließlich traf sich die Polizei mit dem Freund. Die Überzeugung, dass Mike etwas damit zu tun hatte, wurde sofort bestätigt, denn der junge Mann hatte zahlreiche kleine Wunden an seinem Körper und seinen Händen, die wie Kratzer aussahen. Er gab jedoch an, dass es sich um Abdrücke von Ästen handelte, die er sich beim Motorradfahren zugezogen hatte. Der Junge sagte, er habe Caitlin kennengelernt, und das letzte Mal hätten sie sich am Donnerstag, also einige Tage vor dem Mord, gesehen. Der Kumpel des jungen Mannes war an diesem Tag ebenfalls in die Firma gekommen. Es war alles gut. Ihm zufolge verbrachte das Mädchen viel Zeit mit ihnen, es gab keine Konflikte. Deshalb war es für ihn sehr unangenehm zu hören, dass er 2 Tage nach diesem Treffen einen Anruf von einer unbekannten Person erhielt, die ihn beschuldigte, Frauen zu schlagen. Die Stimme klang bedrohlich. Der Anrufer bot an, sich mit ihm zu treffen und ihn wegen dieses Mädchens zu verprügeln, und legte dann einfach auf. Der Freund begriff nicht, was das zu bedeuten hatte. Er dachte, Caitlin sei etwas zugestoßen. Unverzüglich rief er seine Freundin an. Obwohl es keinen Streit zwischen ihnen gab, war der Freund überrascht, als Caitlin ihm auch die Schuld an der gebrochenen Nase gab. Danach legte sie einfach auf und ignorierte den Rest der Anrufe. Jegliche Anschuldigungen von Aggression und Grausamkeit, vor allem wenn es darum ging, seine Freundin zu verletzen, hielt der Mann für absurd. Daraufhin veröffentlichte Mike mehrere Beiträge auf seiner Seite in sozialen Netzwerken, in denen er Caitlin böswillige Handlungen vorwarf. Er glaubte, dass sie ihre Freunde angestiftet hatte und etwas gegen ihn plante. Was damit zusammenhängt, konnte der junge Mann nicht verstehen, und um die Details herauszufinden, fehlte ihm einfach die Zeit. Bemerkenswert ist,
dass der Mann für fast den gesamten Samstag und Sonntagnachmittag ein Alibi vorweisen konnte. Er hatte seit dem frühen Morgen mehrere seiner Freunde besucht, und alle diese Treffen wurden bestätigt. Es gab keine ausreichenden Zeitfenster für einen Angriff. Trotz der Verdachtsmomente konnte nichts Substanzielles gegen Mike in Erfahrung gebracht werden, außer dem Namen des nächsten in Frage kommenden jungen Mannes. Der junge Mann erzählte den Ermittlern von Adam. Im Gegenzug erzählte Caitlin ihm von ihm. Nach Aussage der Verstorbenen war dieser Typ regelrecht besessen von ihr. Er verhielt sich so gestört, dass er begann, sie zu verfolgen. Er schickte ihr Briefe mit zweideutigem Inhalt, in denen er ihr mitteilte, dass er sich das Leben nehmen würde, wenn sie sich nicht mit ihm treffen würde. Schließlich geriet die Polizei an einen Mann, der mit seinem Verhalten wirklich ernsthafte Sorgen bereitete. Es gelang ihnen herauszufinden, dass Adam vor der Tat, am 15. Oktober, zum letzten Mal gegen 20 Uhr mit seiner besten Freundin über soziale Medien kommuniziert hatte. Er hatte geplant, sich mit ihr zu treffen. Zur Überraschung der Polizei stellte sich heraus, dass es sich bei dieser besten Freundin um die verstorbene Caitlin Root handelte, die sich über das Stalking des jungen Mannes beschwert hatte. Adam fügte sie seiner Liste der besten Freunde hinzu, wahrscheinlich um seine ungesunde Anziehung nicht zu betonen. Bevor sie den neuen Verdächtigen trafen, beschlossen die Ermittler, mehr Informationen über ihn zu sammeln und befragten seinen engsten Bekanntenkreis. So fanden sie heraus, dass sowohl Caitlin als auch Adam in der Mordnacht auf eine Party gegangen waren und dort angeblich Zeit miteinander verbrachten. Adam war in Begleitung von ein paar anderen Kumpels. Es wurden Zeugen gefunden, die die ganze Gruppe am späten Abend weggehen sahen. Das Mädchen war bei ihnen. Mehrere Teilnehmer des Treffens waren sich sicher, dass alle in den Hook Park gehen würden, wo die Leiche später gefunden wurde. Bemerkenswerterweise kehrten die jungen Leute ohne Caitlin zurück und erzählten allen, dass sie gerade mit unbekannten Personen abgereist sei. Aber das erschien ihnen alles seltsam und untypisch für sie. Als sie die Seiten des verdächtigen Mannes in den sozialen Netzwerken überprüften, stellte sich heraus, dass er am Tag nach dem Mord begann, seltsame Beiträge zu veröffentlichen. Adam gab nicht genau an, was er getan hatte, bereute aber eindeutig irgendeine Tat. Als er befragt wurde, beharrte er jedoch darauf, dass er nichts mit dem Verbrechen zu tun hatte und dass es in dem Beitrag um etwas ganz anderes ging. Stattdessen erzählte er der Polizei seine Version der Ereignisse. Laut Adam erhielt Caitlin, als sie mit dem Rest der Gruppe die Party verließ, eine Nachricht von einer Freundin namens Amanda. Nach ein paar kurzen Nachrichten vereinbarten die Freunde, sich zu treffen, um zum Hook Park zu gehen. Nach Angaben des neuen Verdächtigen sagte er seiner Freundin von Anfang an, dass es keine gute Idee sei, sich zu so später Stunde mit jemandem zu treffen, vor allem nicht in einem Park, über den er nicht viel wusste. Trotzdem befolgte sie seinen Rat nicht und ging. Adam selbst beharrte darauf, dass er mit Caitlin nur befreundet sei. Er habe keine Konflikte mit ihr. Die Unterstellungen von Stalking und Besessenheit hielt er ebenfalls für absurd. Er zeigte den Ermittlern ihren Chatverlauf, in der sie wirklich nichts Verdächtiges fanden. Die Gerüchte über seine Besessenheit von Caitlin waren offensichtlich stark übertrieben. Nach dem Geständnis des jungen Mannes sah er seine Freundin das letzte Mal nicht weit von dem Ort entfernt, an dem sie mit Freunden Zeit verbrachten. Sie stieg in einen Geländewagen, von dem sie abgeholt wurde, wahrscheinlich von Amanda. Adam selbst sah das Auto zum ersten Mal und wusste nicht, wem es gehörte. Auch vom Rest des Treffens konnte sie nicht erkannt werden. Er bestand darauf, dass er dachte, Amanda habe etwas mit dem zu tun, was mit Caitlin geschehen war. Seltsamerweise fand diese Geschichte sofort Bestätigung. Mehrere Zeugen unter den jungen Männern, die an dem Treffen teilgenommen hatten ebenfalls gesehen, wie Caitlin in einen unbekannten Santa Fe Geländewagen eingestiegen war und Adam war bei ihnen geblieben. Adam schien sehr bestürzt zu sein, kam sogar zur Familie der Verstorbenen und sprach ihr sein Beileid aus. Alle glaubten, dass er diesen Verlust aufrichtig erlebte. Er half der Familie Root bereitwillig, mit diesem verheerenden Verlust fertig zu werden und half sogar Caitlins Familie bei der Beerdigung. Weitere Ermittlungen bestätigten, dass Caitlin tatsächlich Kontakt zu einer gewissen Amanda gehabt hatte. Als die Ermittler mit dem Vater der Verstorbenen sprachen, stellte sich heraus, dass der Mann alle engen Freunde seiner Tochter gut kannte. Und das waren nicht viele. Amanda war unter ihnen. Nach Angaben des Mannes hatten sie und Caitlin ein kompliziertes Verhältnis. Die Teenager waren gut befreundet, dann stritten sie sich und hassten sich regelrecht. Es stellte sich heraus, dass sowohl Crystals beste Freundin als auch ihre Mutter Tabitha sie kannten. Beide hielten Amanda für eine sehr unangenehme Person,
die einen schlechten Eindruck hinterließ. So wurde die Polizei auf Amanda aufmerksam und beschloss, sie zu treffen. Sie wurde festgenommen und musste sich einem Verhör unterziehen. Amanda gab nicht sofort alle bekannten Informationen über den Fall preis und berichtete sogar, dass Caitlin nicht tot, sondern vermisst sei. Von Anfang an tat Amanda so, als ob sie überhaupt nicht verstand, was vor sich ging. Ihr zufolge hat sie ihre Freundin in jener schicksalhaften Nacht weder angerufen noch gesehen, wie Adam und seine Freunde behauptet haben. Ihr letztes Gespräch fand am Samstagnachmittag statt. Sie stellte der Polizei sogar ihren Social-Media-Account zur Verfügung, damit die Ermittler ihre Aussagen überprüfen konnten. Sie benutzte das Pseudonym Amanda Panda ohne Fotos. Wie sich herausstellte, gab es eine ganze Reihe solcher unpersönlichen Konten in Caitlins Kontaktliste. Amanda leugnete weiterhin, dass sie mit ihrer Freundin am Sonntag kommuniziert und sie getroffen hatte, und gab sogar ein Alibi an. Sie berichtete, ihre Nachbarin Tina könne bestätigen, dass sie den ganzen Abend zu Hause verbracht habe. Die Polizeibeamten überprüften die erhaltenen Informationen. Die Frau bestätigte sofort ihr Alibi und gab an, Amanda im Laufe des Abends mehrmals im Haus gesehen zu haben, auch zum ungefähren Zeitpunkt des Angriffs. Sie seien sich mehrmals über den Weg gelaufen und hätten sich getroffen, was eine Beteiligung ihrer Freundin an der Tat ausschließe. Amanda hatte nicht die Absicht, irgendwo hinzugehen, da sie den ganzen Abend zu Hause in ihrer Hauskleidung verbracht hatte. Nach dieser Bestätigung sah sich die Polizei gezwungen, sie freizulassen. Alle Möglichkeiten wurden überprüft, aber es gab nichts. Die Ermittlungen sind in einer Sackgasse gelandet. Die Geschichte wurde aufgrund der vielen Beteiligten so verworren, dass die Dinge aus dem Ruder liefen. Also griffen die Polizisten auf das Mobiltelefon des Opfers zurück, um nach Hinweisen zu suchen. So gelang es den Ermittlern, in die Galerie zu gelangen und ein Foto zu finden, das als letztes vor dem brutalen Angriff aufgenommen wurde. Auf dem Bild waren keine Personen zu sehen, aber der Rahmen zeigte die Fassade eines Geschäfts, das die Ermittler in der Stadt ausfindig machen konnten. Es befand sich etwa 5 Kilometer von Caitlins Wohnung entfernt. Anhand der Überwachungsaufnahmen der Ladenfront konnte ein Fahrzeug lokalisiert werden, das Amandas Geländewagen ähnelte. Als dieses Foto aufgenommen wurde, hielt ein dunkles Auto vor dem Geschäft und ein hinkender Mann stieg aus. Er kaufte einige Snacks und fuhr sofort davon. Leider ergaben sich daraus keine Hinweise, da sich die Angestellten des Ladens an niemanden erinnern konnten und das Bild zu unscharf war. Die Polizeibeamten sahen sich gezwungen, das Mobiltelefon der Verstorbenen weiter zu untersuchen. Es gelang ihnen herauszufinden, dass Caitlin mit einer Person namens Amanda Panda kommuniziert hatte. Es handelte sich jedoch um einen anderen Account mit dem Nachnamen Dowell. Anhand der Korrespondenz auf dieser Seite konnte festgestellt werden, dass Caitlin in der Mordnacht mit dieser Person kommunizierte. Zwischen ihnen gab es einen kurzen Dialog. Sie vereinbarten, sich zu treffen und zu rauchen. Wie sich herausstellte, wurde dieses Konto von einer jungen Frau namens Amanda Bennett benutzt. Es handelte sich um dieselbe Amanda, die den Behörden aufgefallen war, und sie hatte wahrscheinlich mehrere Social-Media-Konten. Es handelte sich um eine 17-Jährige, die zu diesem Zeitpunkt in einer ernsthaften Beziehung mit ihrem 18 Jahre alten Freund Sebastian Down war. Die Polizei fuhr zu der Adresse, an der die jungen Leute wohnten. Dort wurde sofort ein dunkler Geländewagen Santa Fe gefunden, der demjenigen ähnelte, der auf den Überwachungskameras des Ladens aufgezeichnet war, den Caitlin vor ihrem Tod gefilmt hatte. Die Hinweise auf das Paar reichten aus, um sie zu Hauptverdächtigen zu machen. Amanda und Sebastian wurden verhaftet. Sie gaben ein Alibi an, das jedoch nicht sofort verifiziert werden konnte. Es wurde beschlossen, sie in Haft zu nehmen und das Fahrzeug und die Mobiltelefone zur Untersuchung zu beschlagnahmen. Die Ermittler befragte das junge Paar getrennt. Als sie mit Amanda sprachen, sagten sie ihr nicht, wie weit die Ermittlungen gediehen waren, sondern beschlossen einfach, die Chronologie der Ereignisse vom Freitag zu rekonstruieren. Das war ein cleverer Schachzug. Die Polizei war eigentlich an Samstag und Sonntag interessiert. Wenn Amanda sich gut an den Freitag erinnerte, dann aber sagte, dass sie sich am Sonntag an nichts erinnern konnte, hätte das verdächtig gewirkt. Das ist ein Trick, den Polizisten bei Verhören oft anwenden, um einen Verbrecher zu überführen. Sie beschrieb sehr detailliert den Freitagabend, den sie mit ihrem Freund und ihrem 2 Monate alten Baby verbrachte. Die Schwierigkeiten begannen, als sie nach dem Samstagnachmittag gefragt wurde. Plötzlich begann sie zu erzählen, dass es tatsächlich am Samstag passiert sei. Sie habe nur die Tage verwechselt. Sebastian hatte unterdessen auch Schwierigkeiten. Er konnte sich nicht erinnern, was er in den letzten Tagen mit seiner Freundin gemacht hatte.
Seine Worte stimmten immer weniger mit der Geschichte überein, die er bereits erzählt hatte. Es sah so aus, als hätte sich Amanda auf dieses Treffen mit der Polizei vorbereitet, war aber etwas verwirrt, während ihr Freund überhaupt keine Zeit gehabt hatte. Er konnte nicht einmal etwas über den Film sagen, den sie sich laut Amanda gemeinsam im Kino angesehen hatten. Sie beschrieb ihn ausführlich. Als der junge Mann auf die offensichtlichen Ungereimtheiten in ihren Erzählungen hingewiesen wurde, wurde er nervös. Die Polizei bemerkte daraufhin einige Schnittwunden an seinen Händen. Sebastian sagte, sie stammten von einer Katze. Doch dann änderte er seine Geschichte und gab zu, dass es vielleicht Schnitte von seinen Messern waren. Der junge Mann hatte eine ganze Reihe von Stichwaffen in seiner Sammlung. Das wussten die Ermittler bereits. Bei der Verhaftung und Durchsuchung wurden mehrere Messer aus der Sammlung des jungen Mannes entnommen, in der Hoffnung, das Blut von Caitlin Root darauf zu finden. Später bestätigte eine Expertenuntersuchung, dass eines der Messer tatsächlich Partikel des Blutes des Opfers aufwies. Während des Gesprächs wurde deutlich, dass Sebastian in der Beziehung eine untergeordnete Rolle spielte. Er bestätigte dies und sagte, dass Amanda zu 100% die Kontrolle über alles hatte, was vor sich ging, und er ihr untergeordnet war. Ihm zufolge schloss sie Fremde komplett aus ihrem sozialen Umfeld aus. Er hatte nicht einmal Freunde, die er sich selbst aussuchen konnte. Tatsächlich kommunizierte er nur mit dem Kreis seiner Geliebten, zu dem nur weibliche Personen gehörten. Dies bestätigte sich auch in der Korrespondenz des Paares, denn Sebastian beklagte sich, dass er für jeden seiner Wünsche um Erlaubnis bitten musste. Sie war eifersüchtig und unhöflich und schlug Sebastian in einem Anfall von Wut oft, und zwar ziemlich heftig. Einmal brach sie ihm sogar die Rippen. Nach Aussage des jungen Mannes befürchtete er, dass Amanda ihn eines Tages mit einem Messer umbringen würde. Der letzte bedrohliche Vorfall dieser Art ereignete sich nur einen Monat vor der Tragödie von Caitlin Root. Sebastian berichtete, dass Amanda an einer Art psychischer Störung litt, die sie plötzlich in einen aggressiven Zustand versetzen würde. Kurz vor dem Verbrechen hatten sie einen Therapeuten aufgesucht, aber der Arzt hatte lediglich die Dosis der Medikamente verdoppelt, die sie einnahm. Aber auch Sebastian war nicht so unschuldig. Seine Social-Media-Seite war voll von düsteren Posts mit schwarzem Humor, Gewalt und Mordszenen. Er schien von diesen Themen geradezu besessen zu sein. Die Geschichte des jungen Mannes wurde sofort widerlegt. Er änderte seine Aussage und sagte, er sei mit seiner Geliebten ins Kino gegangen. Aber auf den Videoaufnahmen war das Paar nie zu sehen. Es gab keine Eintrittskarten und auch keine Kaufdaten, die bestätigt hätten, dass die jungen Leute an dem Wochenende überhaupt in der Gegend gewesen waren. Auch die Geschichte von Amanda konnte nicht bestätigt werden. Das verdächtige Paar hatte die Polizeibeamten eindeutig belogen. Obwohl die Ermittler nicht über den wahren Grund für die Festnahme der jungen Männer sprachen, stellte sich heraus, dass Sebastian von dem Mord im Park wusste. Der junge Mann beharrte darauf, dass er alles darüber in den sozialen Medien erfahren hatte, aber er war bereits beim Lügen ertappt worden. Je nervöser er wurde, desto mehr änderte sich seine Geschichte. Schließlich gab er zu, dass er Caitlin kannte und dass sie sich ziemlich nahe standen. Seitdem waren Amanda und Caitlin gute Freunde. Sie kam sogar ins Krankenhaus, um ihnen zu gratulieren, als das Baby geboren wurde. In diesem Moment sprach sie warmherzig über das Aussehen des Mannes und das verletzte die Frau in den Wehen. Von diesem Moment an tauchten indirekte Bestätigungen auf, dass die Tragödie durch die Eifersucht der unzulänglichen Amanda ausgelöst wurde. Zunächst leugnete der Freund solche Vermutungen, gab dann aber zu erkennen, dass seine Partnerin bemerkt hatte, dass Caitlin und er sich bei mehreren Gelegenheiten gegenseitig Komplimente machten. Er leugnete weiterhin, dass es eine romantische Beziehung zwischen den beiden gegeben haben könnte und behauptete, dass sie nur als Freunde zusammen waren. Gleichzeitig behauptete er, dass er nicht in das Verbrechen verwickelt war. Einer von Amandas Freunden sagte, sie sei immer freundlich, gesellig und positiv gewesen. Nach der Geburt des Kindes änderte sich die Situation jedoch dramatisch. Amanda wurde reizbar und nervös, was viele auf eine postpartale Depression zurückführten. Außerdem glaubte sie, dass sich zwischen Sebastian und Caitlin mehr als nur eine Freundschaft entwickeln könnte. Amanda bezog sich sehr oft auf die beiden und war deutlich wütend. Sie war sehr eifersüchtig auf ihren Freund. Den Worten ihrer Freundin nach zu urteilen, entwickelte sich das Ganze zu einer Besessenheit, ihre Rivalin loszuwerden. Die Kommunikation zwischen den Ermittlern und der Verdächtigen wurde fortgesetzt, und es stellte sich heraus, dass Amanda auch viele Details des Verbrechens kannte, die zufällig nicht bekannt sein konnten,
da sie nicht in den Medien veröffentlicht wurden. Die Unterhaltung ging nahtlos in das Thema Beziehungen und Baby über, und sie veränderte sogar ihr Gesicht, als sie über Caitlin und Sebastian sprachen. Es war eindeutig ein wundes Thema für sie, aber sie riss sich zusammen und öffnete sich nicht. Seltsamerweise hatte Amanda während des gesamten Verhörs, mit Ausnahme dieses Moments, kein Bedauern oder Mitleid für ihre Freundin gezeigt. Im Gegenteil, von Anfang an war sie gut gelaunt und kicherte unentwegt, als wäre sie froh, dass ihre Rivalin nicht mehr am Leben war. In Anbetracht der Umstände, unter denen sie sich hier befand, erschien ihr Verhalten unheimlich. Die wahren Absichten des blutrünstigen Paares kamen zum Vorschein, als die Polizei das Haus der jungen Eltern durchsuchte. Man hatte das Gefühl, dass die beiden in etwas Unheimliches verwickelt waren. Es gab Aufzeichnungen über Dämonenbeschwörungen, Opferungen und Besessenheit. Auf dem Revier bestätigte Sebastian, dass er und seine Freundin sich mit allen möglichen dunklen Themen beschäftigten. Es sei aber alles nur ein Hobby und ein Rollenspiel gewesen, so dass sie nicht zu weit gegangen seien und keine Straftaten begangen hätten. Bei der Überprüfung der Mobiltelefone der Hauptverdächtigen konnte jedoch festgestellt werden, dass sie den Mord in Etappen geplant hatten. Die Informationen wurden zwar gelöscht, konnten aber leicht wiederhergestellt werden. All dies wurde zum wichtigsten belastenden Beweis gegen die beiden Verbrecher. Als beide davon erfuhren, änderten sie abrupt ihre Taktik, widerriefen und begannen, sich gegenseitig zu beschuldigen. Die Ermittler gingen davon aus, dass es sich bei dem Mord um ein rituelles Opfer handelte, eines von vielen, die die beiden ungeheuer zu begehen planten. Aufgrund ihrer Korrespondenz und der im Haus gefundenen Aufzeichnungen wurden beide Täter wegen Mordes ersten Grades angeklagt. Bei der Überprüfung ihrer Dialoge kam die erschreckende Wahrheit über dieses brutale Massaker ans Licht. Der Mord war in der Tat rituell. An diesem Abend schickten die beiden eine Textnachricht an 6 Kontakte aus ihrer Bekanntenliste, um eines der Opfer in eine Falle zu locken. Wahrscheinlich war es ihnen egal, wer darauf antwortete. Nur Caitlin Root hat geantwortet, und das wurde automatisch zu ihrer Strafe. Die Geschworenen waren schockiert von der Sinnlosigkeit dieser Gewalttat, blieben aber überzeugt, dass es Amanda war, die den Anstoß gab und ihrer Rivalin mit Vergnügen das Leben nahm. Es waren ihre Fingerabdrücke, die auf der Mordwaffe gefunden wurden, und Sebastian half ihr wahrscheinlich, das Opfer festzuhalten. Beide Angeklagten wurden nach diesem aufsehenerregenden Prozess zu lebenslanger Haft verurteilt. Am 5. Mai 2017 wurden die Urteile verkündet, und Sebastian Dowell wurde nach 25 Jahren auf Bewährung entlassen. Dies war nur möglich, weil die Geschworenen nicht überzeugt waren, dass der junge Mann töten wollte. Es wurde angenommen, dass er Opfer der Manipulation durch seine Geliebte war. Daher wurde der junge Vater des Mordes 2. Grades für schuldig befunden. Die Staatsanwaltschaft war mit dieser Entscheidung unzufrieden, aber auch der Richter war der Ansicht, dass Sebastian unter dem Einfluss von Amanda stand. Sie hingegen wurde des Mordes 1. Grades für schuldig befunden und erhielt keine Chance auf Bewährung. Die Familie von Caitlin Root war mit der Entscheidung zufrieden, mit Ausnahme von Sebastians Bewährungsmöglichkeit. Sie sagten, dass sie 25 Jahre später dem Bewährungsantrag beiwohnen werden und alles tun werden, um ihn hinter Gittern zu halten. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.